Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben das Fest der Festung-Event. Ja, Fest der Festungs-Event. Und ihr seht schon bereits am Hintergrund, es gibt jetzt so Feuerwerk, ja, was jetzt hier aus der Festung raussprießt. Und ja, das Event kommt mir eigentlich ziemlich gelegen. Übrigens mal eine geile Animation. Besser als die Ballons, die vorher da so, ja, PNG-mäßig irgendwie so reingeprintet worden sind. Ne? Ich muss sagen, das Fest der Festung-Event, das ist schon ziemlich nice. Vor allen Dingen hier auf dem Server jetzt. Auf meinem alten ist es auch okay, aber nicht so lohnenswert wie hier. Denn wir haben ja hier auch abseits von den mehreren Ressourcen, die man findet, haben wir ja auch nur große Edelsteine, die man aus der Mine zutage befördert, was sehr nützlich ist. Gerade jetzt hier auf W50. Und vor allen Dingen auch, haben wir auch Glanzparade des Goldes auch so nebenbei. Und die Soldaten brauchen nur halb so lange zum Ausbauen. Ja? Das heißt, anstatt 10 Minuten, jetzt 5 Minuten. Das heißt, man hat am Tag noch mehr zu tun, auf jeden Fall. Und das ist schon, ja, irgendwo nice, natürlich, ne? Aber es ist halt auch ziemlich anstrengend, weil man halt die ganze Zeit, ne, hier und da immer Angriffe machen muss, so. Weil, ja, man will natürlich nicht seine Dings hier, seine Soldaten irgendwie volllaufen lassen oder so, ne? Deswegen, ja, wird das dahingehend auch ziemlich anstrengend werden. Ich gucke mal, wie weit ich kommen werde, so, ne, und wie viel ich hier machen werde. Auf jeden Fall, um mal so ein bisschen meinen Plan für das Wochenende jetzt hier zu schildern. Ich werde jetzt gleich in dem Video meine Festung skippen. Und je nachdem, ich muss mal gucken, wie teuer das ist, die Ritterhalle auszubauen, auch gleich meine Ritterhalle mit auf 13 befördern, damit meine Gilde auch ein bisschen mehr davon hat. Und natürlich dann auch ich, ne? Und ja, weil durch die erhöhte Festungsstufe bekomme ich natürlich auch mehr Ressourcen, ne? Ich habe heute noch nichts gemacht an meiner Alu, deswegen ist es ganz gut, jetzt gleich die Festung hoch zu kicken. Und ja, das auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall machen. Darüber hinaus werden wir höchstwahrscheinlich noch am Sonntag, ja, ich denke mal am Sonntag werden wir ein paar Minen-Skips machen. Dadurch, dass wir halt nur große Edelsteine finden, ist das halt ziemlich nice, weil ja, genau das brauche ich halt auf dem Account jetzt. Große Edelsteine auf meinem Main, auf meinem Bertrahmen, da habe ich noch so viele outdatete, ist auch ein geiles Wort, Edelsteine drin, kleine zum Teil, die schon übelst alt sind, so, ne? Und ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen das verbessern und deswegen werden wir auch die Edelsteinmine skippen. Das Ganze werde ich, denke ich mal, als Video machen. Da werde ich ein paar Steine skippen und das wird dann halt am Sonntag erscheinen, das Video. Ja. Ja, genau. So, wir haben aber hier schon 2 große gefunden jetzt in der Zeit. Da können wir einmal den Marktwert eingeben, mal gucken, was ist der schlechteste Stein hier, 370, ist noch ein großer. Ja, 380 haben wir hier, ja gut, dann tauschen wir den schon mal hier oben aus. Zack, haben wir schon mal ein richtig fettes Upgrade. So, den mittleren können wir eigentlich direkt verkaufen, weil, ja, wir finden sowieso große Edelsteine oder werden so lange suchen, bis es halt passiert, ne? So, das können wir zerlegen. Und hier haben wir auch einen großen Geschickstein. So, was ist hier denn der schlechteste? 388, 71 haben wir hier einmal, 77. Ja, dann ist das hier der schlechteste. Und auch hier wieder ein fettes Geschick-Upgrade, ja, für die Kunigun. Da werden wir, denke ich mal, ein bisschen weiter noch in der Schattenwelt kommen. Und vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen im Märchenturm was reißen können. Ne? Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So, jetzt werden wir aber erstmal einen kleinen Festungsskip einlegen. Wir haben ja genug Ressourcen. 392 Pilze kostet das. Machen wir auf jeden Fall. Der Paul, der Ehrenmann, hat auch seine Festung auf Stufe 15 geskippt. Auch sehr nice. Wir haben hier schon einige Leute, die Festung schon auf Stufe 15 geskippt haben, um die Chance halt zu erhöhen,
schwarze Edelsteine zu bekommen. Ich habe, by the way, immer noch keinen bekommen. Ich hoffe mal, ich bekomme jetzt dieses Wochenende ein. So viel, wie wir hier skippen werden, hoffe ich mal, dass ich wenigstens einen schwarzen Edelstein bekommen werde. Wir werden natürlich auch versuchen, ja, es wäre natürlich nice, wenn wir uns komplett Blackjam-technisch ausstatten können, weil wir halt jetzt nur große Edelsteine finden. Wäre natürlich super nice, wenn das klappt. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal aufladen das Wochenende. Mal schauen, muss ich mal gucken. Ne? Aber zuallererst Festung, erstmal Skippity Skip, boom. Achievement, König unter Königen, 5000 Festungsehre erkämpft. Ja, haben wir das auch schon. Wenn ich mir überlege, wie lange ich auf meinem anderen Server, ich habe da Jahre gebraucht, um dieses Achievement freizuschalten, weil niemand die Teilschutztaktik damals noch nicht gekannt hatte. Ne, weil die Festung halt erst frisch rauskam, da habe ich wirklich Jahre für dieses Achievement gebraucht, weil du nur Leute angegriffen hast mit Fullschutz. So, ne? Ja, und jetzt haben wir es einfach hier schon. Wir können direkt auf 14 ausbauen, bringt aber nichts. Ritterhalle kostet, das ist ja lächerlich. Die Kosten, die sind ja lächerlich. Ja, zack, die verbessern wir natürlich prompt. Ne? Und ja, was ist jetzt am schlausten? Was könnte man machen? Ich denke mal, das Arbeiterquartier nachziehen ist, glaube ich, die beste Variante, die wir jetzt hier wählen können. Also jetzt haben wir schon die Hälfte an Ressourcen ausgegeben jetzt hier schon wieder. Ne? Aber haben dafür Festung und Ritterhalle jetzt auf Stufe 13. Das ist ganz cool. Haben wir das wenigstens jetzt erstmal. So, und können jetzt mit ruhigem Gewissen in das Festungs-Event reinstarten. Ja, werden wir mal gucken. Zuallererst werden wir mal hier am Rad drehen. Stimmt, wir haben ja auch Gold-Event, das heißt, wir bekommen massig Gold jetzt aus dem Glücksrad auch, falls wir mal das Gold hitten. Ja. Und da war es das auch schon wieder drum gewesen. Wir können was in den Kessel. Wie sieht es eigentlich aus mit der Schriftrolle? Oh, wir haben die zweite. Verzaubere deinen Ring, um bei Abenteuern zusätzlich Gold zu finden. Ja, das ist natürlich jetzt nicht die sich jetzt, glaube ich, der Server so gewünscht hat. Aber wir haben die zweite Schriftrolle freigeschaltet. Ne? Verzaubere deinen Ring. Ja, zusätzlich Gold bei Abenteuern. Das heißt, das kommt auf unser Quest-Equipment drauf hier. So. Und haben wir das auf jeden Fall auch ausgerüstet. Ne? Naja, gut. Hätten sich wahrscheinlich mehr Leute über ein Freibier noch mehr oder hier das 11. Bier trinken oder die Handschuhverzauberung, dass man den Erstschlag landet oder die Waffe 5% Crit. Ne? Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber naja, gut. Muss man jetzt erstmal so mit leben. Ne? Also das Wochenende wird hart ausgebucht sein, denke ich mal. Wir werden auf jeden Fall am Sonntag, denke ich, das wird ein krasses Video werden. Da werden wir sehr, sehr viele Edelstein-Minen-Skips verwenden, hier auf Stufe 10. Ich würde mich so freuen, wenn wir, weiß ich nicht, wenn man mal so einen Blick in die Gilde schaut. So, der Paul, der hat hier schon 1, 2, 3 schwarze Steine, einen großen schon, ne? Ja, der Gerät hat auch schon einen kleinen hier. Ich habe leider noch keinen gefunden. Ja, der Julian hat auch einen großen hier drin und auch einen kleinen. Und hier oben auch noch einen, ne? Also da bin ich bisher noch, nicht so lucky gewesen. Hier ist einer drin, ne? Hier schon fast schon Full Equipment oder fast Full Black hier schon teilweise, ne? Ja, wäre natürlich schön, wenn wir da auch ein bisschen nachziehen könnten. Das würde uns natürlich deutlich boosten. Wir machen mal einfach, wir machen mal fürs Video, machen wir mal schon mal ein Skip hier. Ja, okay. Stärke ist nicht verkehrt. Ja, ist not bad. Ja, ich beschwere mich nicht. Ansonsten, ja, stimmt, wir haben ja auch bald hier, kriegen wir ja unseren legendären Edelstein. Ne, werden wir mal schauen, den müssen wir ja natürlich unter Umständen in die Waffe packen. Ne, deswegen weiß ich nicht, wenn ich große schwarze Edelsteine bekomme, ob ich abwarten soll, in die Waffe packen oder, ich muss mal gucken, wie viele wir bekommen, je nachdem. Ne? Und ja, auf meinem Main habe ich hier auch schon die erste Aufgabe fertig. Ja, viele Sachen habe ich nicht gemacht, weil mir das einfach zu teuer war. Aber das ist hier wohl auf 25 Millionen Gold gekappt. Also auch hier ist die Belohnung jetzt überschaubar, sag ich mal. Ne? Ja, naja, hätte man sich natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber gut, was willst du machen, ne?
So, also der wird sich ja schon wieder in der Waffe lohnen hier fast, ne? Aber ich möchte auch mal langsam meine schwachen Edelsteine austauschen. Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Eigentlich will ich mit den legendären Steinen warten und den in die Waffe setzen. Auf der anderen Seite möchte ich auch, wenn ich einen großen schwarzen Stein bekomme, möchte ich den auch in die Waffe packen, weil bis dahin, ne, könnte man ja schon wieder ein paar Dungeons schaffen. So, ey, das ist gar nicht so einfach. Außerdem möchte ich den jetzt auch gerade wieder in die Waffe packen, weil das auch wieder so ein heftiges Upgrade ist hier, ne? Oh, aber ich glaube, wir werden noch mehr als genug Steine finden, deswegen tausche ich, glaube ich, erstmal den schwächsten Edelstein hier aus und das ist der. So, dann, wie gesagt, brauchen wir ja auch noch sehr viele Stärkesteine für meinen Berdrahmen hier, ne? Ausdauertechnisch auch. Ja, Gold sollten wir genug zusammen haben fürs Skippen. Pilze muss ich dann höchstwahrscheinlich nachladen, ne? Aber ja, wie gesagt, das Ganze wird dann am Sonntag auf euch warten. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe mal, das kommt dann auch ganz gut bei euch an, ne? Weil das ist wahrscheinlich wieder eine ziemliche Pilzverschwenderei, ne? Und ansonsten werde ich jetzt hier gemütlich nachher gleich, wenn meine Stadtwache durch ist, ne, meine Alu durchskippen und dann gleich wieder Stadtwache reinhauen, weil ist ja Gold-Event auch noch, ne? Ja, und wenn wir komplett neu uns ausgerüstet haben, steinetechnisch, kann man auch mal wieder ein bisschen was in den Dungeons probieren, so. Da sollte einiges machbar sein. Zum Beispiel wie der gute Kollege hier, 285 einfach mal so erreicht, ne? Der war auch schon ein bisschen überfällig gewesen. Ja, das können wir dann auch gleich zerlegen, das brauchen wir nicht weiter. Siehste, ja, haben wir den auch gleich erledigt. Und ein Stärkegegner, der ist auch mehr als machbar. Aber bevor ich hier unnötig viele Pilze reinbutter, warte ich dann lieber, bis ich meine Upgrades durch die Steine erhalten habe und meine Begleiter auch. Dementsprechend lohnt es sich jetzt noch nicht, da Pilze rein zu wasten in den Gegner. Und ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass ich glaube, wir werden einige Verbesserungen dadurch erlangen können, ne? Vor allen Dingen, stellt euch mal vor, so Full Black mit schwarzen großen Edelsteinen, das wäre schon nice, ne? Aber ja, leider haben wir noch nicht so eine große Chance jetzt hier, ne? Dass das jetzt, weiß ich nicht, dass wir jetzt so viel schwarze Edelsteine bekommen, aber wir werden gucken, was wir zusammenkriegen, ne? Jeder schwarze Stein hilft auf jeden Fall und dann mal schauen, ne? Ich bin gespannt. Ja, im Märchenturm sollte dann auch einiges fallen. Ihr seht, die Versuche sind hier jetzt nicht allzu schlecht, aber da werden wir abwarten, bis wir uns verbessert haben. Gut, dann soll es das auf jeden Fall soweit gewesen sein von dem Video. Jetzt wisst ihr meine Vorhaben für das kommende Wochenende und ich denke mal, wir sind ganz gut gewappnet. Jetzt mit Stufe 13 Festung und Ritterhalle ist das, denke ich mal, ganz okay. Da sind wir jetzt so im oberen Durchschnitt, denke ich mal, jetzt von der Gilde mit Stufe 13, aber die Gilde zieht sehr, sehr, sehr gut nach. Da muss man schon sagen, ist schon sehr, sehr krass. Ja. Gut, alles klar. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.